Du erinnerst dich an diesen Moment. Du sitzt im Autohaus. Der Verkäufer schiebt dir die Schlüssel über den Tisch. Draußen steht dein neues Auto. In diesem Moment fühlst du dich wie ein Gewinner. Du hast es geschafft. Das Auto beweist es. Aber was hast du wirklich gekauft? Nicht das Auto. Du hast ein Gefühl gekauft. Und Gefühle sind das teuerste, was es gibt. Heute zeige ich dir die Psychologie hinter dem neuen Auto, die echte Rechnung und was dasselbe Geld stattdessen macht. Fangen wir mit dem Moment an, der alles startet. Du fährst an einem Autohaus vorbei. Du siehst einen glänzenden Neuwagen im Schaufenster. Dein Herz macht einen kleinen Sprung. Nicht, weil du ein Auto brauchst, sondern weil dein Gehirn sofort ein Bild konstruiert. Ein Bild von dir in diesem Auto. Dieses Bild ist das Produkt, das Autohäuser wirklich verkaufen. Nicht Blech, nicht Motor, ein Selbstbild. Und das kostet dich mehr, als du jemals ausgerechnet hast. Ich spreche aus Erfahrung. Ich hatte einen Leasingwagen. Ich kannte die Zahl auf dem Vertrag. Ich kannte nicht die echte Zahl. Lass uns rechnen. Kapitel 1. Die Psychologie. Warum kaufen wir Autos, die wir uns eigentlich nicht leisten können? Das Auto ist das sichtbarste Statussymbol, das die meisten Menschen besitzen. Es steht draußen. Jeder sieht es. Wir sind soziale Tiere. Unser Gehirn misst permanent unseren Status in der Gruppe. Und das Auto sendet ein starkes Signal. Das Signal lautet: Ich habe Erfolg. Ich bin angekommen. Ich bin jemand. Das Problem: Niemand denkt so viel an dein Auto wie du. Deine Kollegen schauen kurz. Deine Nachbarn schauen kurz. Dann vergessen sie es. Du zahlst 800 € im Monat für ein Signal, das niemand empfängt. Eine Studie der Harvard Business School hat gezeigt, Menschen überschätzen systematisch, wie sehr andere auf ihren materiellen Besitz achten. Um den Faktor 3. Du glaubst, dein Auto macht 3-mal mehr Eindruck, als es tatsächlich macht. Das nennt sich Spotlight-Effekt und er kostet dich ein Vermögen. Und noch etwas: Der neue Autogeruch, die glatte Oberfläche, das satte Türgeräusch, das sind keine Zufälle. Das ist Engineering für dein Dopaminsystem. Autohersteller investieren Millionen in die Haptik, den Geruch, das Geräusch. Weil sie wissen, diese Sinneseindrücke schalten deine rationale Entscheidungsfähigkeit ab. Du unterschreibst nicht mit dem Kopf. Du unterschreibst mit der Nase, mit dem Gefühl, mit dem Bild von dir selbst im Fahrsitz. Jetzt schauen wir uns an, was du wirklich unterschreibst. Kapitel 2. Die echte Rechnung. Nicht die Zahl auf dem Leasingvertrag. Die Zahl, die du nie siehst. Leasingrate 520 €. Das ist die Zahl, die du im Kopf hast. Das ist die Zahl, um die sich alles dreht. Aber da ist noch mehr. Vollkasko 140 €. Pflicht beim Leasing. Kfz-Steuer 22 €. Inspektionen und Reifen 65 €. Benzin 160 €. Parkgebühren, Reinigung, Kleinkram 45 €. Summe 952 € pro Monat, fast 1000 € pro Monat, für ein Auto, das dir beim Leasing nicht mal gehört. Bei 2800 € netto sind das 34% deines Gehalts. Für Mobilität. Die teuerste Art, von A nach B zu kommen, seit der Erfindung der Kutsche. Und jetzt der Teil, den wirklich niemand erklärt: der Wertverlust. In dem Moment, als du vom Autohaushof fährst, verliert dein Auto zwischen 10 und 15% seines Wertes. Bevor du zu Hause bist. Nach 3 Jahren hat ein Mittelklassewagen oft nur noch 50 bis 60% seines Kaufpreises. Den Wertverlust hast du bezahlt. Das Auto hat der Händler behalten. Ich habe am Ende meines Leasings das Auto zurückgegeben. Makellos. Kein Kratzer. Ich war stolz. 3 Stunden später stand es für 15.000 € weniger im Schaufenster. 32.400 € in 3 Jahren. Für ein Auto, das mir nie gehört hat. Das war mein teuerster Lernmoment. Und das System ist so gebaut, dass du es nicht merkst.
Die Leasingrate fühlt sich klein an. Die Gesamtsumme siehst du nie auf einem Bildschirm. Jetzt kommt der Teil, der wirklich wehtut. Was dasselbe Geld stattdessen gemacht hätte. Nicht als Vorwurf, als Mathematik. Kapitel 3. Die Alternative. Ich rede nicht davon, kein Auto zu haben. Ich rede davon, was mit der Differenz passiert. Szenario: Du kaufst stattdessen einen 3 Jahre alten Gebrauchtwagen für 14.500 Euro bar. Gleiche Marke, 3 Jahre älter. Den Wertverlust hat der Erstbesitzer bezahlt. Deine monatlichen Gesamtkosten 310 Euro statt 952 Euro. Die Differenz 642 Euro pro Monat. Diese 642 Euro gehen ab heute in einen ETF-Sparplan. Automatisch. Erster des Monats. Bei 7% Rendite über 10 Jahre. Über 110.000 Euro. Aus der Differenz zwischen einem Neuwagen und einem Gebrauchtwagen. Über 20 Jahre. Fast 400.000 Euro. Das ist der Preis des Status, nicht der Preis des Autos. Das Auto, das du heute fährst, hat keinen Einfluss auf deine finanzielle Freiheit mit 55. Aber die Entscheidung, die du heute triffst, schon. Und noch etwas. Niemand, der dich respektiert, tut das wegen deines Autos. Menschen, die dich wegen deines Autos respektieren, respektieren dich nicht. Sie respektieren das Auto. Das bist nicht du. Ich habe meinen Leasingwagen zurückgegeben, 3 Monate gespart, einen Gebrauchtwagen für 14.500 Euro bar gekauft. Das Gefühl des Statusverlustes hat nach 2 Wochen aufgehört. Das Depot wächst seit 4 Jahren. 4 Regeln, die ich mir selbst gegeben habe, die ich heute noch nutze. Regel 1: Das Auto darf maximal 15% meines Nettoeinkommens kosten. Alle Kosten, nicht nur die Rate. Regel 2: Kauf über Leasing, wann immer möglich. 2 bis 3 Jahre alt. Den Wertverlust hat jemand anderes bezahlt. Regel 3: Versicherung jährlich vergleichen. 5 Minuten. Oft 200 bis 400 Euro Ersparnis. Regel 4: Autorücklage aufbauen. 80 Euro pro Monat. Für Reparaturen. Keine Panik mehr. Kapitel 4. Das Autohaus will dich. Es hat Profis, die jahrelang trainiert haben, um genau deine Psychologie zu nutzen. Verkäufertrick 1. Die Probefahrt. Sobald du drin sitzt, ist das Auto nicht mehr abstrakt. Es ist deins. Emotional. Studien zeigen, Menschen, die eine Probefahrt machen, kaufen mit 60% höherer Wahrscheinlichkeit. Das ist kein Zufall. Das ist das Ziel der Probefahrt. Verkäufertrick 2. Die monatliche Rate statt dem Gesamtpreis. Kannst du dir 490 Euro im Monat leisten? Klingt machbar. Was sind 490 Euro mal 48 Monate? 23.520 IG-Euro. Verkäufertrick 3. Das Upgrade. Für nur 40 Euro mehr im Monat bekommen Sie Ledersitze, Panoramadach, das Sicherheitspaket. 40 Euro mal 48 Monate. 1.920 Euro. Für Ledersitze. Wie wehrst du dich? Mit 3 Sätzen. Satz 1. Ich entscheide heute nicht. Ich schlafe eine Nacht darüber. Satz 2. Nennen Sie mir bitte den Gesamtpreis über die gesamte Laufzeit inklusive aller Nebenkosten. Wenn der Verkäufer zögert, weißt du warum. Satz 3. Ich vergleiche dieses Angebot noch mit 2 anderen Händlern. Dieser Satz allein senkt den Preis oft um mehrere 100 Euro. Und wenn du nach einer Nacht noch immer kaufen willst, dann kaufe. Aber du kaufst dann nicht mit Dopamin. Du kaufst mit Entscheidung. Das ist der Unterschied. Ein Auto ist ein Werkzeug. Es bringt dich von A nach B. Mehr nicht. Je früher du aufhörst, es als Spiegel deines Wertes zu sehen, desto reicher wirst du. Werde heimlich reich. Nicht öffentlich beeindruckend. Das ist der einzige Unterschied zwischen Menschen, die mit 55 frei sind und denen, die noch arbeiten müssen. Das Auto ist nur ein Beispiel. Das Prinzip gilt für alles. Für die Uhr, die Wohnung, die Klamotten. Überall, wo du Geld für ein Selbstbild ausgibst, verlierst du finanzielle Freiheit. Lass uns zusammenfassen.
Dein Gehirn kauft kein Auto, es kauft ein Selbstbild. Das kostet dich beim Neuwagen im Schnitt fast 1.000 € pro Monat. Der Wertverlust, den niemand nennt, frisst einen riesigen Teil deines investierten Geldes. Das hast du bezahlt. Das Auto hat der Händler behalten. Die Alternative? Gebrauchtwagen. Maximal 15% des Nettos. Differenz investieren. Depot wachsen lassen. 3 Sätze fürs Autohaus. Ich entscheide heute nicht. Nennen Sie den Gesamtpreis. Ich vergleiche noch. Und die wichtigste Erkenntnis: Niemand, der dir wichtig ist, respektiert dich wegen deines Autos. Wenn doch, dann solltest du diese Menschen überdenken. Du hast jetzt das Werkzeug. Was du damit machst, liegt bei dir. Meine Frage an dich: Was ist dein aktuelles Auto? Und hättest du es ohne den Rabatt oder die günstige Rate auch gekauft? Schreib es in die Kommentare. Abonniere den Kanal. Jeden Dienstag neue Folge. Bis zum nächsten Mal. Bleib stabil und halt deine Kohle zusammen.